In den weiten Graslandschaften des Kavira-Wildreservats wandert ein winziges Elefantenbaby lautlos unter der intensiven Mittagssonne, keine einzige Wolke ist zu sehen. Seine runzlige Haut war mit trockenem Staub bedeckt, was darauf hindeutete, dass es lange Zeit ohne den Schutz seiner Mutter umhergeirrt war. Die unerfahrenen Fußspuren hatten sich in den rissigen Boden eingeprägt, der von Flecken kurzen grünen Grases durchsetzt war, die in der trockenen Gegend verstreut lagen. Der kleine Rüssel streckte sich unaufhörlich in die Luft, als suche er die vertraute Wärme und den Duft seiner Mutter. Von den erwachsenen Elefanten in dieser weiten und stillen Savanne war keine Reaktion zu hören. Dem Elefantenbaby ließen die großen Ohren vor Erschöpfung schlaff herab, während sich in seinem jungen Geist zunehmend Verwirrung breitmachte. Inmitten der Weite der Natur umfing ihn eine tiefe Einsamkeit, die ihn noch zerbrechlicher und verletzlicher erscheinen ließ. Durst und die drückende Hitze ließen die Schritte des Elefantenbabys langsam, schwerfällig und leblos erscheinen. Vor ihnen tat sich in dem trockenen Grasfeld ein langer, gewundener Abgrund auf, der einer Wunde im Boden ähnelte. Getrieben von Neugier und Erschöpfung näherte sich das Elefantenbaby, ohne die Gefahr zu ahnen, die es erwartete. Die trockene Erde gab unter dem geringen Gewicht des Tieres plötzlich nach und erzeugte einen furchterregenden, dumpfen Knall. In nur wenigen Sekunden glitt das Elefantenbaby mit Wucht in die tiefe, dunkle Schlucht hinunter. Durch den Aufprall prallte der zerbrechliche Körper heftig gegen die beiden harten Erdwände im Inneren der engen Spalte. Der gesamte Körper des Elefantenbabys war zwischen zwei trockenen Landflächen eingeklemmt, sodass es sich weder bewegen noch frei drehen konnte. Lediglich der Kopf und der kleine Rüssel ragten aus dem staubigen Boden hervor. Seine großen, runden Augen glänzten vor blankem Entsetzen inmitten der unheimlichen Stille der Prärie. Der zitternde Rüssel streckte sich verzweifelt nach oben, als flehe er um ein Wunder, das sein Leben retten könnte. Von den beiden bröckelnden Schluchtwänden fielen unaufhörlich Erdstücke auf den Rücken des Elefantenbabys. Jede Bewegung führte nur dazu, dass sich der Erdspalt um seinen zerbrechlichen Körper noch weiter zusammenzog. Der Schmerz breitete sich im ganzen Körper des Elefantenbabys aus und ließ es fast erschöpft zurück, sodass es kaum noch atmen konnte. Ein schwacher Schrei hallte durch die öde Steppe, aber niemand hörte ihn. Der unendliche Raum schien diesen zerbrechlichen Hilferuf zu verschlucken. Der blaue Himmel darüber schien für das winzige Wesen, das dort gefangen war, ferner denn je. Das Elefantenbaby konnte nur hilflos in Angst und Verzweiflung ausharren. Mit Einbruch der Nacht über dem Kavira-Wildreservat wird die Atmosphäre kälter und düsterer. Das schwache Mondlicht fiel auf die Erdspalte, in der das Elefantenbaby stundenlang gefangen gewesen war. Seltsame Geräusche hallten aus der Ferne in der stillen Dunkelheit der Steppe wider. Ein Rudel Hyänen näherte sich, ihre Augen voller Raubtierinstinkt. Sie können den Geruch der wehrlosen Beute riechen, die darunter gefangen ist. Ihre leuchtenden Augen blickten in die Dunkelheit, wo das Elefantenbaby vor Angst zitterte. Ein bedrohliches Knurren hallte durch die stille Wildnis. Das Elefantenbaby krümmte sich zusammen, seine Angst wuchs. Die Spalte war jedoch zu eng, als dass die Hyäne ihre Beute hätte erreichen können. Sie standen nur einen Moment da und schauten zu, bevor sie Anzeichen von Ungeduld zeigten. Schließlich verschwand die ganze Gruppe in der kalten Dunkelheit der späten Nacht. Das Elefantenbaby hatte Glück, diese schreckliche Nacht zu überleben. Am darauffolgenden Morgen trieb Elias Mboro seine Rinderherde über die vertrauten Felder in der Nähe des Naturschutzgebietes. Plötzlich vernahm er ein leises Geräusch, das aus dem trockenen, rissigen Boden zu kommen schien. Elias blieb stehen und lauschte dem ungewöhnlichen Geräusch sehr aufmerksam. Das Geräusch klang wie der Schrei eines Elefantenbabys in Gefahr. Er näherte sich der langen Furche mitten auf dem trockenen Grasfeld. Aus dem staubigen Boden tauchte unerwartet ein kleines Röhrchen auf. Als das Elefantenbaby die Menschen sah, leuchteten seine Augen einen Schimmer Hoffnung auf. Elias war fassungslos angesichts der herzzerreißenden Szene, die sich vor ihm abspielte. Er griff sofort zum Telefon und rief die Förster des Reservats an. Seine Stimme zitterte, als er die dringende Nachricht über ein gefangenes Elefantenbaby überbrachte. Das Kavira-Wildreservat reagierte umgehend auf seinen Notruf.
Innerhalb kürzester Zeit wurden Rettungsteams zum Einsatzort entsandt. Das Fahrzeug des Rangers raste inmitten des roten Staubs der holprigen Schotterpiste vorwärts. Ranger Malik Dlamini stieg mit ernstem und hochkonzentriertem Gesichtsausdruck aus dem Fahrzeug. Jonas Kibo und seine Teamkollegen hatten die gesamte notwendige Rettungsausrüstung dabei. Sie näherten sich rasch dem Rand der Felsspalte, in der das Elefantenbaby gefangen war. Das Elefantenbaby hob den Kopf und blickte sie mit Augen an, die zugleich ängstlich und hoffnungsvoll waren. Malik bat alle, einen sicheren Abstand zu wahren, um weitere Erdrutsche zu vermeiden. Jonas sprach sanft mit dem verängstigten Elefantenbaby, um es zu beruhigen. Eine Flasche Wasser wurde heruntergereicht, um seinen Durst zu stillen. Reife Bananen wurden in der Nähe des Spalteneingangs platziert, um die Elefantenbabys anzulocken. Das Elefantenbaby führte seinen Rüssel langsam zum Wasser und trank in kleinen Schlucken. Nachdem ihr Wasser gegeben worden war, stabilisierte sich ihre Atmung allmählich. Die Augen des Elefantenbabys zeigten weniger Angst, als es Hilfe spürte. Malik berief umgehend das Rettungsteam und Anwohner ein, um sich auf einen Rettungsplan zu einigen. Sie beschlossen, den Graben zu verbreitern, um einen sicheren Fluchtweg für das Elefantenbaby zu schaffen. Jonas nahm eine Schaufel und begann, Schichten von hartem Erdreich neben dem Riss aufzuschaufeln. Elias beteiligte sich ebenfalls an den Bemühungen und gab sein Bestes. Um den Raum innerhalb der Spalte zu vergrößern, werden kontinuierlich Steine und Erde entfernt. Unter der intensiven Mittagssonne rann der Schweiß über die Gesichter aller. Es wurde ein kleiner, allmählich ansteigender Hang angelegt, damit das Elefantenbaby hinaufklettern konnte. Malik gab sorgfältige, schrittweise Anweisungen, um die Sicherheit sowohl des Menschen als auch des Elefanten zu gewährleisten. Jonas gab dem Elefantenbaby ein Zeichen, den neu ausgehobenen Hang hinaufzugehen. Das Elefantenbaby zögerte einige Sekunden, weil es noch sehr verängstigt war. Doch der Duft reifer Bananen machte es mutiger und es begann sich zu bewegen. Das Elefantenbaby stieg mit wackeligen, langsamen Schritten den Hang hinauf. Alle jubelten gleichzeitig, um dem kleinen Leben Mut zu machen. Schließlich gelang es dem Elefantenbaby, sicher wieder auf den Boden zu klettern. Das gesamte Team atmete erleichtert auf, als die Rettungsaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Elias deutete in die Ferne über die Graslandschaft, wo er zuvor die Elefantenmutter gesehen hatte. Malik beschloss, das Elefantenbaby zu dem von Elias angegebenen Ort zu bringen. Das Elefantenbaby wurde vorsichtig und behutsam auf den Pickup-Truck verladen. Aus der Ferne zeichnete sich allmählich die Silhouette der Elefantenmutter inmitten der weiten Savanne ab. Mutter und Tochter riefen einander zu, ihre Gefühle waren wortlos. Der Moment des Wiedersehens ließ alle Anwesenden vor Rührung sprachlos zurück. Die Elefantenmutter hält ihr Kalb mit ihrem langen Rüssel fest, als wäre sie nie von ihm getrennt gewesen. Im sanften Sonnenlicht machten sich Mutter und Tochter langsam auf den Rückweg zur grünen Wiese. Die Rettungsaktion schloss mit einem positiven und bedeutsamen humanitären Ergebnis ab.